schön, hier kommt ein bisschen Sonne durch, die Vögel zwitschern, herrlich entspannt. Die Steigung bin ich noch nicht gefahren. Den Weg hier kann man bis jetzt auf jeden Fall gut mit Kindern fahren. So, jetzt müssen wir jetzt erstmal die Treppe hier hoch. Ui! Ich habe schon erwähnt, dass mir warm ist und ich schwitze. So, der Weg ist auch eigentlich kindergeeignet, auch wenn kein Fahrradweg da ist. Wenn ihr hier mit Kindern lang wollt, vergesst es. Ich mich mal interessieren, ob hier einer mit Fahrrad hochkommt. Oh, das täuscht hier gewaltig. Hallo Leute und herzlich willkommen aus der Märkischen Schweiz. Ich bin hier heute in Buko, in der Nähe vom Strandbad, direkt auf einem großen Parkplatz. Hab mein Gravelbike dabei und wir wollen mal schauen, ob man eine große Runde um den Scharmützelsee fahren kann. Ist das Ganze was für die Familie oder kommt auch das Gravelbike auf seine Kosten? Das werden wir gleich sehen. Außerdem zeige ich euch noch, was man noch zum Buko entdecken kann. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Bevor ich es vergesse, Helm und Schutzbrille dürfen natürlich wie immer nicht fehlen. Sicherheit ist mir super wichtig und geht deswegen vor. Auf geht's! Wir starten unsere Runde direkt hier am Parkplatz und fahren erstmal Richtung See und versuchen den dann gegen den Uhrzeigersinn einmal zum Runden. Den richtigen Fahrradweg geht es jetzt hier gerade nicht. Kleiner Fußgängerweg mit Platten ist wahrscheinlich für Kinder auch okay. Ich starte jetzt direkt mal auf dem Fußgängerweg hier, weil ich ja gleich links abbiegen möchte. Vom Wetter her haben wir es heute stark bewölkt, aber 23 Grad, Sonnenschein ist auch in Sicht. Ins Abenteuer. Ich bin heute mit Auto angereist und dem Fahrrad. Sehe gerade, man hätte auch hier parken können. Strecke startet auf jeden Fall schon mal mit einer schönen Gravel-Strecke. Also fürs Gravelbike schon mal was dabei. Man kann den See natürlich auch zu Fuß umrunden. Das sind ungefähr 7 bis 9 Kilometer, je nachdem welchen Weg man geht. Ist mit kleinen Kindern natürlich etwas anstrengend. Selbst wenn man Geocaching macht unterwegs, um die Kinder zu motivieren, genug Essen bei hat. Deswegen will ich heute mal probieren, wie es mit Fahrrad ist. Da kriegt man die Kinder wahrscheinlich eher motiviert. So, jetzt schon mal schön bergauf. Und hoch den Berg. Juhu. Schon mal was fürs Fahrrad dabei. Das Gravelbike. Und runter den Berg. Juhu. Gravelbike kommt schon mal auf seine Kosten. Ich glaube, die Kinder könnten so nicht mithalten. Wir müssen ein bisschen langsamer fahren. Und gleich wieder hoch hier. Na, das macht doch schon mal Spaß. Ui. Treten. Nicht aufgeben. Prima. Mal keinen Umweg fahren. Oder wir hätten die Alternative, das Fahrrad ganz viele Treppen hochzuschleppen. Schön schon mal ein Anstieg. Die Beine sind noch nicht mal warm. Das wird spaßig. Ui. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Und nochmal einen Gang runter. Mit Anhänger bestimmt nicht so lustig. Der erste Anstieg hat Manuel schon etwas mitgenommen, weil er sonst nur im Flachland fährt. Kurz mal Schnaufpause, Berg wieder runter. Frischer Wind. Yippie. Da bremsen wir lieber ein bisschen. Ja, hier sind wir richtig. Uhu. Das ist das Schöne an Bergen, die Belohnung kommt immer auf der anderen Seite. Noch eine Parkmöglichkeit hier.
Nach dieser kleinen luftigen Abfahrt wartet auf Manuel jetzt eine kleine steile Überraschung. Und die nächste Steigung. Wir schalten schon mal runter. Oh, die geht hoch. Schalten wir noch weiter runter. Uh. Ui. Die Steigung bin ich noch nicht gefahren. Oh, rutscht durch. Muss absteigen. Ah. Also das Stück hier ist schon mal nicht so für Kinder geeignet. Also hier muss ein Erwachsener die Fahrräder hochschieben. Das schaffen die Kinder nicht. Oh. Dass ich hier so ins Schnauben komme, hätte ich nicht gedacht. Ehrlich nicht. Also der Anstieg hat es gerade in sich gehabt. Merke, bin keine Anstiege geworden. Überhaupt nicht. Berlin ist einfach flach. Ja, meine Autobahnbrücke ist das Schwerste, was ich fahren muss. Wenn ich zur Arbeit fahre und zurück. Aber das hier ist eine andere Nummer. Im Untergrund war es sehr rutschig. Hinterrad ist durchgedreht, hatte gar keine Chance umzufahren. Okay. Jetzt fahren wir den kleinen Geheimweg hier. Da kommt man mit Fahrrad nicht durch. Danke für den Hinweis. Eieiei. Hier geht's runter. Also ich wollte gerade Ihnen sagen, jetzt sieht es schon wieder aus wie Kinder geeignet, aber an der Stelle hier muss ich sagen, nee. Geht bergab hier. Gravelbike oder Mountainbike ist hier schon sehr gut geeignet. Und bergauf. Yippie! Lass runtersteigen. Oh, Geschwindigkeit verloren. Und runter. 8. Anhalten. Absteigen. Der zweite Berg, wo ich absteigen muss. Also was ich hier schon mal überhaupt gar nicht empfehlen kann, ist anhalten und was trinken. Also trinken schon. Aber die Mücken! Hallo? Oh, was ist denn hier los? Da liegt ja was im Weg. Da halten wir lieber an. Zum Glück ist mein Fahrrad nicht allzu schwer. Da schaltet das hat eine Action hier. Manuel ist jetzt an der blauen Bucht angekommen. Hier auf jeden Fall auch schon mal ein paar kleine Geheimecken, wo es auch eine Bank zum Sitzen gibt. Cool. Schön. Crazy. Sieht echt gigantisch aus. Ja, Untergrund ist leicht sandig. Geht aber nicht. Manuel steht jetzt vor einer anstrengenden Entscheidung. Und das meine ich wortwörtlich. So, jetzt haben wir die Wahl zwischen Rundwanderweg Scharmützelsee oder hier in Rot gekennzeichnet
Den Panoramaweg, 1,9 Kilometer. Welchen nehmen wir denn da bloß? Ich sag mal, wir probieren den Panoramaweg einfach mal aus, weil wir wollen auch sehen, ob's Gravel-Action hier gibt. Den grünen Weg gucken wir uns vielleicht danach noch an. So, jetzt müssen wir jetzt erst mal die Treppe hier hoch. Hinfallen sollte man natürlich nicht. Da schieben wir erst mal ein Stück und gucken mal, wo wir lang müssen. Aha. Schon mal sehr buschig aus. Und da kommt gleich mal eine Steigung. Die schiebe ich lieber mal. Würde mich mal interessieren, ob hier einer mit Fahrrad hochkommt. Kann man ja schon schnaufen, wenn man nur hochläuft. Ah. Oh, geht doch ein ordentliches Stück runter. So, jetzt können wir mal probieren. Noch mehr Schalten. Und hoch. Oh. Hey, hey. Mann. Und laufen. Ich hoffe nicht, dass er jetzt 1,9 Kilometer hochgehen muss. Und wieder raus. Rad dreht durch. War schön hier. Bin naturbelassen. Guck mal, geht's ganz schön weit runter. Oh oh. Nee, also Leute, da weiß ich ja nicht runter. Dann nehmen wir lieber den Weg. Kindereignung 0. Zumindest mit dem Fahrrad. Wer hier mit Kindern lang gehen will, der sollte lieber laufen. Und hoch den Berg. Auf nicht stoßen. Und der Rad dreht durch. Nein. Also für das Notizbuch. Die Schwalbe Marathonreifen sind super für die Straße. Aber für das Gelände, zumindest so ein schweres Gelände hier, nicht so gut geeignet. Bye. So, man kann wieder fahren. Jetzt weiß ich, warum das hier Panoramablick heißt. Guckt euch das an. Wow. Ah. Also das entschädigt auf jeden Fall für die Mühen hier hochzukommen. Dieser Ausblick. Oh, hier kann man keine Rast machen. Auch schön. Nur aufpassen, dass man nicht hier runterfällt. Hallo. Also trotz Schatten und gerade mal 23 Grad ist mir jetzt schon ganz schön warm. Jetzt, was denn jetzt hier? Also Leute, da fahre ich garantiert auch nicht runter. Ich liebe mein Leben zu sehr. Da gibt es garantiert eine ganze Menge Leute, die das machen würden. Aber ich nicht. Die kommen dann aber bestimmt mit einem Mountainbike. Kaum kommt man runter, geht man gleich wieder hoch. Und das meine ich wortwörtlich, wir gehen. So, da in der Schlucht geht es auch ordentlich weit runter. Ich kann da unten den Weg sehen, den wir eigentlich gefahren wären. Wenn wir mit Kindern unterwegs wären. Aber das weiß man ja vorher nicht. Deswegen ist es gut, dass ich das hier teste. Wenn ihr hier mit Kindern lang wollt, vergesst es. Zumindest mit. Und für Laufen müssen die Kinder auch schon eine gute Kondition haben. Nicht nur die Kinder, auch die Eltern.
Sieht ja hier noch ein Sport aus. Das ist ja eine Überraschung, wenn man in die Märkische Schweiz fährt. Oh, das täuscht hier gewaltig. Ich dachte erst, es geht hier ganz normal runter. Aber es sind ja lauter Stufen. Die fahre ich sicher nicht runter. Ich sage nur Mountainbike. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das Gelände hier so anspruchsvoll ist. Erklärt aber den roten Punkt am Wegschild. Manche Leute lernen eben nur durch Schmerz. Also wenn es so weitergeht, dann schiebe ich die ganze Zeit hier. Die wollte ich auch eine Radtour machen. Ob Manuel jemals wieder auf die grüne Strecke zurückfinden wird. Interessant. Weg A oder Weg B? Der rechts sieht einfacher aus. Der hier anstrengender. Wir nehmen den anstrengenden Weg. Einfach kann ja jeder. Aber gute Entscheidungen treffen leider nicht. Also in dem Augenblick wie jetzt hier, finde ich es ja gut, dass mein Fahrrad nicht so schwer ist. Hat natürlich keinen Motor. Aber wenn ich jetzt einen Motor hätte, wäre das Fahrrad auch locker 10 Kilo schwerer. Ja, ich habe jetzt hier im Leerbau beim Cube New York Race 12,5 Kilo irgendwie. Plus ein bisschen Anbautasche hier und Schloss, Handyhalter. Die war wahrscheinlich irgendwo bei, ja, vielleicht 18 Kilo höchstens. Wenn ich dann eine Grundlast von 23 Kilo als E-Bike hätte, das würde jetzt hier keinen Spaß machen unterzutragen. Ich habe schon erwähnt, dass mir warm ist und ich schwitze. Und dabei gehe ich dann nur spazieren hier. Lerne gute Entscheidungen zu treffen. Ja, da unten geht's runter. Den normalen Weg wieder sehen. Dann testen wir jetzt gleich mal den kinderfreundlicheren Weg. Oder familienfreundlicheren Weg, besser gesagt. Oh. Alter Schalter. Ist mir fast runtergezogen hier. Was mache ich denn eigentlich hier? Ich glaube, meine Jungs hätten mich erschlagen, wenn ich die hier mitgenommen hätte. Mit Fahrrad. Wobei, wir wären gar nicht so weit gekommen. Wir hätten vorne schon aufgegeben. So. Da sind wir wieder. Normalen Weg. Jetzt wollen wir doch mal sehen, wie der grüne Weg aussieht. Ja, ganz leichter Anstieg hier. Fährt sich ganz gemütlich. Mit Kindern gut machbar. Schön, hier kommt ein bisschen Sonne durch. Die Vögel zwitschern. Herrlich entspannt. Den Weg hier kann man bis jetzt auf jeden Fall gut mit Kindern fahren. Immer wieder leichte Steigungen, aber noch nicht allzu anstrengend. Oh, jetzt geht's bergab. Ui. Wir bremsen mal lieber ein bisschen wegen Gegenverkehr und so. Hier ist das Restaurant Fischerkehle. Wenn man unterwegs Hunger kriegt, kann man da sicherlich einkehren. Das kann man bestimmt. Deswegen haben die ja offen. Auch hier wieder eine schöne Aussicht auf den See. Also wenn die Sonne mal richtig drückt, ist man hier gut aufgehoben, weil die Bäume schützen einen doch sehr vor der Sonne. Sehr schön. Hier würde man auch auf den Panoramaweg nochmal kommen. Aber wenn ich so sehe, wie hoch die Treppe ist, bin ich ganz froh, dass ich den nicht gefahren bin. Naja, sehr gut. Man muss halt auch die richtige Entscheidung mal treffen. Meine Rede. Da fragt man sich, ob jemand so verrückt gewesen ist, oder so verrückt ist, diesen Panoramaweg zu fahren mit Rad. Und ob man überhaupt fahren kann. Naja, das werden wir nie rausfinden. So, auch hier ein herrlicher Blick auf den See.
Hier gibt es eine schöne Liegewiese. Manuel ist jetzt am Parkplatz 6, am Fischerberg angekommen. Ich bin jetzt hier auf der anderen Seite vom Scharmützensee, an den naturbelassenen Parkplatz. Hinter mir kommt gleich die Jugendherberge. Von der Seite habe ich den Großteil des Sees schon geschafft und muss sagen, der erste Teil vom See war jetzt nicht so kindergeeignet. Für Gravelbike war schon ganz super, außer der Panoramaweg, den kann ich wirklich gar nicht empfehlen für Gravelbikes. Außer vielleicht für Mountainbikes mit Akku oder so und Leuten, die ihr Leben nicht so gerne mögen wie andere. Die können den Panoramaweg gerne mal fahren. Für alle anderen gebe ich ganz klar die Empfehlung raus. Fahrt lieber den Grünweg. Der ist deutlich entspannter und macht mehr Spaß. Ist auch kindergeeigneter. Also von der Seite bin ich mal gespannt, was die zweite Hälfte vom Scharmützensee jetzt bringt. Ob man lieber von hier mit Kindern startet und die andere Seite fährt. Das finden wir gleich raus. Schauen wir mal. Hallo. So, ich muss auf die andere Seite. Hier ist ein Spielplatz. Ein paar Tore, auch nicht schlecht. Der Weg ist doch schon mal wieder viel kindergeeigneter. Auch fürs Gravelbike ganz gut geeignet. Oh, das wird sich ganz gut der Weg hier, muss ich sagen. Schön. Und ganz am See. Gibt hier auch schöne Bänke zum Sitzen. Klasse. Oh, bei Anglern auch sehr beliebt, sogar mit Zelt. Also falls sich einer für Badestellen interessiert, da habe ich jetzt noch nicht allzu viele hier gesehen. Aber es gibt ja vorne das große Strandbad. Da können wir auch mal vorbeifahren und gucken, wie das aussieht. Auch wieder Bänke. Sehr schön. Für einen kleinen Snack, Picknick. Mit der Familie schon ganz gut. Nur ein kleiner Tipp für alle, die sich für Geschichte interessieren. Manuel ist jetzt am Brecht-Weigel-Haus angekommen. Sehr cool. Hier ist eine von vielen Kneipstellen in Bukow. Kann man sehr empfehlen. Kann man sogar sein E-Bike aufladen, habe ich gerade gesehen. Es gibt wieder einen Parkplatz für Autos.
Ich hab langsam mal Lust auf ein Eis. So, der Weg ist auch eigentlich kindergeeignet, auch wenn kein Fahrradweg da ist. Lässt sich gut fahren, sind noch nicht so viele Autos unterwegs gerade. Ich weiß natürlich nicht, wie es aussieht, wenn mehr Autos unterwegs sind oder wann mehr Autos unterwegs sind. Jetzt geht es hier leicht bergauf. Da müssen die Beine schon ein bisschen mehr arbeiten. Ja, da hat man die E-Bike schon Vorteile am Berg. Oh, hier gibt es sogar eine Mutter-Kind-Klinik. Geht's wieder ordentlich bergab. Hui. Das ist schnell. Wir bremsen mal lieber ein bisschen ab. So, jetzt sind wir hier in der Stadt angekommen, so wie es aussieht. Oder in Buko. Mal gucken, ob wir ein Eisland finden. Und andere Sehenswürdigkeiten. Essen gibt's schon mal. Riecht schon mal gut nach Essen. Und Popcorn. Ja, Fahrradwege sind jetzt hier keine und alles Kopfsteinpflaster. Aber ich sehe schon eine Eisdiele. Da hole ich mir erstmal ein Eis. Ein bisschen Zucker muss sein. Das Eiskörbchen. Endlich ein Eis. Ich nehme auch eins. Das Eis schmeckt schon mal echt lecker. Wow. Das habe ich mir nach der Runde echt verdient, das Eis. So, jetzt sind wir hier kurz vorm Schlosspark von Buko. Gucken wir uns den mal kurz an. Man kann sich den schönen Schlosspark auch lange angucken. Gibt hier einen hübschen Kräutergarten, riecht sehr lecker. Auch wieder eine Möglichkeit noch zum Kneipen hier.
Also wenn man schon in Buko ist, dann muss man eine der vielen Kneipstellen mal ausprobieren. Schön frisch das Wasser. Wir drehen mal eine Runde rum. Aber sehr angenehm bei den Temperaturen. Herrlich. Da drehen wir noch eine extra Runde. Schön. Auf jeden Fall schön erfrischend zum Gang durchs Wasser. Gibt hier auf jeden Fall auch einen tollen Spielplatz. Schön hier im Schlosspark. Gibt auf jeden Fall eine ganze Menge Möglichkeiten, sich mal hinzulegen. Auf jeden Fall super idyllisch hier. Oh, hier gibt es noch einen kleineren See. Es gibt hier auch eine kleine Barfußfahrt. Vom Schlosspark geht es jetzt rüber zum historischen Mühlrad der Wassermühle. Ist auch bei Motorradfahrern hier sehr beliebt. So, dann schließen wir mal den Kreis, fahren zum Parkplatz zurück, vorbei am Strandbad. Da oben auch eine gute Aussicht auf den See. Jetzt sind wir am Strandbad angekommen. Und ich habe leider keine Badehose dabei, schade. Sind sogar Leute da. Bei knapp 25 Grad auch klar.
So schließt sich der Kreis. Jetzt fahren wir wieder ein in die Straße, wo der Parkplatz ist. So Leute, ich habe die Runde geschafft. War sehr spannend, auch sehr anstrengend teilweise, weil ich komplett nicht auf dem Schirm hatte, dass es hier so bergig ist. Aber klar, das heißt wahrscheinlich nicht umsonst Märkische Schweiz. Den ersten Teil der Strecke kann ich euch nicht empfehlen, mit Kindern zu fahren. Das ist zu anstrengend, zu anspruchsvoll. Ich musste selber diverse Male absteigen und das Fahrrad schieben. Und ich hätte keine Lust, von den Kindern auch noch die Räder zu holen und hochzukriegen. Für reine Gravelfahrer war das okay. Ja, und die auch ein bisschen trainierter sind und vielleicht richtig Profil auf den Reifen haben, haben hier sicherlich sehr viel Spaß. Von der Seite einen Daumen hoch. Den Panoramaweg, den wir unterwegs probiert haben, den würde ich definitiv nicht nochmal mit Fahrrad fahren. Bin ich auch eigentlich nicht, weil ich habe meistens geflogen, wie ihr gesehen habt. Der familienfreundliche Teil der Strecke beginnt eigentlich ab hier Richtung Jugendherberge, also quasi das letzte Stück, was wir gefahren sind, rückwärts. Oder von der Jugendherberge bis hierher. Das geht ganz gut mit Kindern. Da gibt es auch echt tolle Spots, wo man kneipen kann. Man kommt in die Altstadt rein, wo es Eis gibt, Restaurants gibt, den Schlosspark gibt. Da kann man super picknicken. Von der Seite ganz klar Daumen hoch für die Familie. Für Gravelbiker ist es okay. Ja, der Spaßfaktor hier beim Fahren ist ein bisschen gedämpft, weil es halt einfach einfache Strecken sind. Aber dafür ist der Familienspaßfaktor ganz gut. An Sehenswürdigkeiten gab es natürlich den Schlosspark ganz vorn. Die Altstadt an sich, ja, teilweise super schön renoviert, teilweise wird sie renoviert und teilweise ist sie sehr abgegriffen. Also für jeden Geschmack was dabei. Lauter kleine Cafés, die man gut besuchen kann, wo es auch leckeres Essen gibt. Den Eisladen kann ich auch sehr empfehlen, das Eiskörbchen, das Eis war echt super lecker. Der Schlosspark war sehr schön, da gibt es auch diverse Kneipstellen. Man kann da schön flanieren, auch schattige Plätze sind im Angebot. Schöne Wiesen, sehr gepflegt, also da kann man sich auch schön einen Tag lang aufhalten. Daumen hoch dafür. Es gibt hier auch ein Kino, was bei dem Wetter natürlich jetzt nicht so besucht sein wird, aber es hat super lecker nach Popcorn da gerochen. Der kleine Kräutergarten war auch sehr witzig, hat super toll nach den verschiedenen Kräutern gerochen. Auch dort war eine kleine Kneipstelle, die ich besucht habe. Also wie gerade schon gesagt, wer eine entspannte Tour fahren will, fährt definitiv die Tour von der Jugendherberge bis hier zum Parkplatz am Strandbad. Die kann man machen. Wer lieber auf Action steht und Anstrengung braucht, der fährt den ersten Teil der Strecke. Das Strandbad hat auch einen sehr schönen Eindruck gemacht. Sah sehr gemütlich aus, idyllisch, schöne Liegewesen. Einen kleinen Spielplatz gab es dort und es ging auch recht flach ins Wasser rein. Wart ihr auch schon mal in der Märkischen Schweiz und habt für mich Tipps für Routen, die ich mal probieren kann? Dann schreibt mir gerne unten in die Kommentare rein, würde mich sehr freuen. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Bleibt gesund, bleibt fit, euer Manuel. Ciao.